Die haben hinter mir das Tor zugemacht und meinten, nimm mal bitte danach den Notausgang. Und ich bin jetzt alleine hier. Also das habe ich dann noch nie erlebt, dass die mir einfach das Stadion anvertrauen. So, guten Morgen, meine Lieben. Es ist 4:30 Uhr. Es gibt nur zwei Gründe, warum ich um diese gottlose Zeit wach bin. Entweder ich komme gerade auf den Club oder ich fahre gerade zum Flughafen. Und dreimal dürft ihr raten, was gerade abgeht. Let's go. Und gerade wurde mein Selfie-Stick, ich habe schon 3 Selfie-Sticks verschlissen in 6 Monaten. Diese Dinger gehen immer kaputt. Jetzt habe ich mir so einen großen Batzen geholt. Und da wurde mein Gepäck rausgewunken auf Verdacht durch einen Todesschläger. Naja, am Ende war es nur mein Selfie-Stick. Aber gut, jetzt weiß ich, wofür ich ihn auch nutzen kann, falls mich jemand überfällt. Ja, seht ihr, dieses Laufband ist wie Berlin. Ja? Man fühlt sich einsam und es geht schleppend voran. Genauso wie dieser Flughafen. Also hier sind schon sehr viele krasse Zusammenhänge zu erkennen. Übrigens habe ich gerade gesehen, die verkaufen hier Lami-Füller. Dafür ist es ein bisschen zu spät. Ah, doch eine Person hier. Weil, wenn ich einen Füller gebraucht hätte, dann in meiner Schulzeit, dann hätte ich gute Noten geschrieben und dann hätte ich auch mehr Geld zum Reisen. Aber jetzt, am Flughafen, ist es zu spät, meine Freunde. Ein bisschen neblig hier. So, ich befinde mich jetzt hier im nebligen Kopenhagen. Und was soll ich dir sagen? Die Reise geht noch weiter. Aber ich habe jetzt ungefähr eine Stunde zum Umsteigen. Ich hätte gedacht, der Flug ist halb leer, aber nein, Flugzeug komplett voll. Und ich sag mal so, bei den Frauen, die ich da drin gesehen habe, ja, ich werde meinen vorher erwähnten Schlagstock unter Kontrolle halten. So, ich bin jetzt im Hotel eingecheckt. Ich muss hier raus und dann kann ich auch wieder rein. Und dann finde ich auch irgendwo meinen Raum. Wo auch immer. So, meine Lieben, ich war selber noch nicht drin. Gucken wir mal, wie mein Zimmer so ist. Ist doch ordentlich. Ah, Laminat. Es riecht richtig nach Holz. Also man merkt richtig das Feeling. Okay, Aussicht ist jetzt so lala, aber ich bin ja nicht hier im Hotel, die Aussicht zu genießen. Ja, willkommen. Ich befinde mich im beschaulichen Tórshavn. Das ist die Hauptstadt von den Färöerinseln. Irgendwo am Atlantik zwischen England bzw. Großbritannien und Island. Und was ist das Besondere so an Färöer? 50.000 Einwohner, davon die Hälfte hier in der Hauptstadt. Und 70.000 Schafe. Also es gibt mehr Schafe als Einwohner. Und das ganze Land hat 3 Ampeln. Ist halt nicht so viel los hier. Es ist eine Nation, aber kein Land, denn es gehört zum Königreich Dänemark. Und obwohl es eigentlich zu einem Königreich gehört, ist hier eines der ältesten Parlamente der Welt. Seit dem 8. Jahrhundert ungefähr haben die hier ein Parlament, wo ich gleich hingehen werde und es mir anschaue. Und dieser Nieselregen, der mir gerade auf den Kopf schießt, wird mich nicht daran aufhalten. Also bis gleich. Übrigens mega in, bei denen alles in schwarz zu bauen. Ganz viel hier auch. Schwarz ist bei denen so in. Also die Färöer sind so die nicht die Goten, aber die Gothics der Nordmänner. Ich frage mich auch, ihr müsst mal bei Google Maps gucken, wo Färöer liegt, wie die Wikinger so drauf gekommen sind. Lass doch einfach irgendwo hin paddeln und dann sagen die, wir haben eine Insel gefunden. Wer paddelt denn bei plus 10 Grad einfach los mit einem Ruderboot? Unglaublich. Aber gut, jetzt leben sie hier. Ich bin jetzt gefühlt 1,5 Minuten gelaufen und bin am Hafen von Tórshavn, der Hauptstadt. Denn der größte Export, und zwar die Hälfte des Exports, macht Lachs aus in den Färöerinseln. Kein Wunder, die leben hier vom Fischfang, aber auch vom Walfang. Aber dazu komme ich noch später. Also vor 2 Tagen hat es hier noch geschneit, jetzt regnet es. Und daran sollte man nicht gewöhnen in den Färöer. Das Wetter ändert sehr schnell. Also mir haben die Leute im Taxi vorhin gesagt, du plan gar nichts, wenn du hier bist, weil es kann neblig sein.
Aber vielleicht ist es dann auf der anderen Stelle irgendwo nicht neblig. Aber dort kannst du nicht hin. Oder es ist andersrum, da wo du bist, ist es nicht neblig. Oder es ist sonnig auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite lernen sich die Wolken. Damit muss man etwas aus. Das sieht idyllisch. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ja, dafür reise ich. Um sowas Einzigartiges zu sehen. Und Färöer ist wirklich, als ich gelandet bin, hier steht sogar, das ist der alte Stadtteil. Sehr, sehr idyllisch. Also, jeder Gothic-Fan würde sich hier heimisch fühlen. Sag mir, wie viel Langeweile du hast, ohne mir zu sagen, wie viel Langeweile du hast. 1629 haben türkische Seeräuber Färöerinseln angegriffen. 1629 sind die irgendwo aus dem Mittelmeer hier hingeschippert, haben die Leute angegriffen. Dann haben die sich gedacht, bevor die wieder entkommen, die mit ihrem Bart, bauen wir erstmal eine Festung, die ist auch ein bisschen größer, um dich zu schützen. Also, ich verstehe ja vieles, ja, wenn du Langeweile hast, gehst du in Neukölln Tipico spielen. Aber damals war es wohl, hey, ich habe Langeweile, lass uns Boot steigen, lass nach Färöerinseln fahren. Ich bin mir ziemlich sicher, daher kommt auch das Wort Allah, weil hier sagt man ja immer Valhalla, um ins Paradies zu kommen. Also da muss es eine Verbindung geben, ja, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Während ich hier die Festung so langsam verlasse, kann ich euch sagen, Färöer hat jetzt weltgeschichtlich keinen großen Beitrag dazu geleistet auf der Welt. Aber im Zweiten Weltkrieg war es ein wichtiger Stützpunkt. Warum? Weil die Briten wussten, die Deutschen kommen hier irgendwann her. Also haben die gesagt, bevor die alles erobern in Europa, nehmen wir Färöer ein. Und die Färöer haben gesagt, ja, also ich habe gehört, in Europa ist ein bisschen was los und ihr seid auf der richtigen Seite, ihr könnt uns ruhig hier belagern. Also haben die Festung mit Kanonen ausgebaut und so weiter. Und das war sehr wichtig. Warum? Weil die hier ihre Schiffe labern konnten und die Deutschen konnten jetzt nicht den ganzen Atlantik kontrollieren und absuchen, wo immer Schiffe sind. Natürlich in Schwarz gehe ich hier in das Einkaufszentrum, die einzige Mall hier in Färöer rein. Und das Ding heißt SMS. Und die Frau, die mit mir im Taxi war, hat die ganze Zeit SMS gesagt. Ich dachte, die will mit SMS zahlen und die will zur SMS hin. Aber wie kann man denn zu einer SMS? Aber jetzt habe ich bei Google gecheckt. Und ja, hab mal einen Blick rein. Weihnachtlich. Weihnachtlich, Merry Christmas. Also ich befinde mich jetzt alleine im Tórsvöllur. Das ist das Nationalstadion der Färöerinseln. Die haben hinter mir das Tor zugemacht und meinten, nimm mal bitte nach den Notausgang. Und ich bin jetzt alleine hier. Also das habe ich dann noch nie erlebt, dass die mir einfach das Stadion anvertrauen. Krass. 5000 Menschen passen hier rein. Und stell dir mal vor, du verlierst auswärts hier bei so einem Pisswetter. Und dann musst du wieder in den Flieger und fliegst erstmal 2-3 Stunden oder 4, wenn du im Süden von Europa bist, zurück. Also das ist mein Heimvorteil, ich sag's euch. Schöne Grüße gehen an Hanus, den ich gerade kennengelernt habe, der hier Kellner ist, aber eigentlich in der färöischen Nationalmannschaft spielt und aktuell hier auch trainiert mit seinem Verein. Er spielt für für HB und B36 hat gerade Training. Die beiden Konkurrenten teilen sich das Stadion. Und ich bin hier aktuell gerade beim Training, wie ihr sehen könnt. Es geht hoch her, obwohl die Saison eigentlich vorbei ist. Und auf diesem Wege, Hanus, ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Karriere, noch viele weitere Nationalmannschaftsauftritte und vielleicht sehe ich dich irgendwann im TV gegen Deutschland auf ARD. Da auf diesen Moment habe ich gewartet. Übrigens Tórsvöllur, das heißt Thors Spielfeld und Tórshavn, das heißt Tórshafen. Ihr kennt ja Thor, den Gott, und danach ist auch die Hauptstadt benannt. Logisch und einleuchtend. Also was mich ein bisschen irritiert, es ist ja schon um 16 Uhr dunkel. Und jetzt ist es 18:30 Uhr und es ist so gefühlt 10 Uhr hier. Und ich denke mal, okay, gleich schlafen gehen oder nochmal rausgehen abends. Aber ey, der Tag geht doch noch 6 Stunden. Also alles in Ruhe. Und deswegen ist auch so viel los hier, wie ihr seht. Ich sag euch, die Steckdose wird mich noch auseinandernehmen. Jedes Mal, wenn ich mein Dings reinstecke. Ah, jetzt nicht. Jetzt kommen keine Funken. Ja, Vorführeffekt, du Knecht, du. So, Freunde der Nacht. Es ist 21 Uhr. Ich gehe jetzt ein bisschen das Nachtleben hier genießen. Und da benutze ich die Worte eines berühmten färöischen Dichters, der einst sagte: Digga, heute wird eskaliert. So, auf dem Weg zur ersten Bar. Ab geht die Luzi. Und ihr seid dabei. Ja, wir laufen jetzt Richtung Stadtzentrum und das ist weihnachtlich eingerichtet hier. Es sieht kuschelig aus. Gut, das ist Mittwochabend, ich kann jetzt nicht viel erwarten.
Aber vielleicht treffe ich den einen oder anderen Färöer oder Färöerin. Ferrero Rocher, wie nennt man die eigentlich? So, das ist das alte Stadtzentrum. Hier geht's rein in die ganzen Bars. Und ich schnapp mir die hier. Die soll wohl köstlich, gemütlich färöisch sein. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Schicke Tür, let's go. Das ist erstmal gute Nacht. Und wir sehen uns morgen auf unserer Tour nach oder über Färöer. So, guten Morgen, everybody. Es ist 8:30 Uhr, 8:40 Uhr. Ich habe jetzt mein Frühstück abgeholt. Sehr abwechslungsreich. Mal sehen, was ich davon essen kann. Und dann geht's auch schon los. Heute fahren wir durch ganz Färöerinsel. Ich schaue mir alles an. Es gibt sehr schöne Orte. Also Färöer ist bekannt für die Natur und nicht für die kleine Hauptstadt hier. So, Mietwagen ist da, ein schöner Hyundai. Und was ist das Lustige? In Färöer zahlt ihr gar keine, wie nennt sich das? Kaution. Gar keine. Warum? Du kannst das Auto ja nicht klauen. Du kommst nicht von der Insel weg. Außer mit der Fähre. Und auf der Fähre fragen die, wem es gehört und Dokumente. Also das ist schon mal positiv. Du musst extra für die Tunnel zahlen, weil die haben Tunnel unterm Meer gebaut. Die zeige ich euch auch noch. Halleluja. Aber jetzt gehen wir erstmal los, weil die Sonne ist nur bis 4 da. Und ich will sie genießen. Let's go. Mega windig hier. Aber was für eine Aussicht. Digga, kannst du mir vielleicht den Weg erklären? Hallo? Geradeaus? Ja, dann nicht. Was für schöne Sonne gerade. Gerade hat es hier noch geschneit vor 5 Minuten. Mit Nebel. Ah, die Sonne kommt. Irgendjemand hat ihnen erzählt, dass ich komme. Da haben sie gleich das goldene Besteck rausgelegt. Respekt. So, wohin diese Fähre hinführt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Island. Mein Weg hat mich hierhin gebracht, in die Hauptstadt Tórshavn von Färöer. Und wenn ihr noch mehr Reisen von mir erleben wollt, auf dem Weg, dass ich jedes Land der Welt besuche, dann, ja, ich komme mir so richtig blöd vor, subscriben und folgen und liken. Dankeschön. Tschüss aus Tórshavn.